Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian und ich werde euch heute die Vorteile und Funktionen unserer Maschinenliste vorstellen. Die Maschinenliste ist sehr individuell, da jeder eine andere Werkhalle hat, vielleicht auch mehrere Werkhallen. Die Anordnung der Maschinen ist immer individuell und dies werde ich euch heute zeigen, wie man in der Weinig App Suite unter meine Maschinen nachbauen kann. Das Coole an der Maschinenliste ist, nicht nur, dass sie sehr individuell ist, sie ist auch sehr flexibel. Wir können hier mehrere Standorte anlegen, also beispielsweise, wenn ich an unterschiedlichen Orten Produktionsstätten habe. Ich kann die Maschinen zum Beispiel in Baugruppen oder Fertigungslinien anordnen, also 1:1, so wie sie auch in der Halle physisch vorhanden sind, sozusagen als digitalen Zwilling in der Weinig App Suite. Des Weiteren kann ich auch den Maschinen individuelle Aliasnamen vergeben, weil oft ist es doch so, wir als Weinig sprechen von der PowerMart 3000 Serie, während die Maschinenbediener oder vielleicht Ihr Unternehmen eher vom Hobelautomat oder dem Vorhobel spricht oder einfach der Kehlmaschine spricht. Und dies kann man auch entsprechend hier anpassen mit wenigen Klicks und Griffen. Des Weiteren kann man auch in der Maschinenliste Favoriten hinterlegen. Dies ist natürlich sehr vorteilhaft, umso mehr Maschinen ich habe. Beispielsweise kann ich so meine Lieblingsmaschine immer als erstes oben in allen VIA Cockpit-Funktionen, wie zum Beispiel VIA Monitor, auswählen. Die Maschinenliste muss in der Regel eigentlich einmalig eingestellt werden. Das findet meistens zu Beginn statt, wenn man frisch in der Weinig App Suite startet. Und ab dann kann man sie natürlich sehr komfortabel einsetzen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Dazu klicke ich in Meine Maschinen. Hier habe ich nun eine Maschinenliste. Hier sehen wir direkt einige Maschinen, die haben keinen Standort und auch keine Linie. Und die wollen wir heute nun mal in Reihenfolge bringen. Stellen wir uns Folgendes vor: Wir haben jetzt eine neue Fenstermaschine, eine neue Säge und eine Hobelmaschine bekommen und diese in einer Fensterfertigungslinie, und die wollen wir jetzt einfach mal nachbauen. Zuerst starten wir mal mit dem Standort. Der Standort ist Tauberbischofsheim. Hier ist unser zweites Produktionswerk einfach angenommen. Dazu wähle ich nun hier Standort aus, kann dann hier den Standortnamen eintragen, also zum Beispiel Tauberbischofsheim. Nun sehe ich hier unten links entsprechend die nicht zugewiesenen Maschinen oder Linien. Das wäre einmal hier die Säge, dann die Hobelmaschine und auch die Condurex. Und nun kann ich auf Speichern drücken und es ist schon bereits der Standort neu angelegt. Wir sehen das dann sofort auch hier in unserer Maschinenliste. Der neue Standort Tauberbischofsheim wurde erfolgreich angelegt. Jetzt ist es so, die Reihenfolge der Maschinen passt noch nicht. Also die Reihenfolge stellen wir uns einfach so vor: Wir haben eine Vorhobelmaschine, das wäre Position 1. Dann kommt eine Cup-Maschine, das wäre hier die Opticat. Und danach zu guter Letzt noch die Fenstermaschine, die dann die Fensterteile bearbeitet. Dazu klicke ich wieder hier oben auf das Plus, wähle nun Produktionslinie Baugruppe aus und habe nun hier ebenfalls wieder Maschinen, die nicht zugewiesen sind, und kann dann entsprechend hier wieder auf Hinzufügen klicken. Kann dann hier entsprechend auch die Position natürlich verändern. Also wir wollen, dass die Hobelmaschine auf Position 1 ist. Das würde dann so funktionieren. Die Fenstermaschine kommt zum Schluss, das passt jetzt schon so, aber man kann ganz einfach mit diesen Pfeilen individuell die Position der Maschine festlegen. Nun geben wir der Produktionslinie noch einen Namen, also zum Beispiel Fensterfertigung oder Fensterlinie. Der Name ist einfach individuell möglich. Ich drücke wieder auf Speichern. Und nun sehen wir, haben wir am Standort Tauberbischofsheim eine neue Produktionslinie, die Fensterlinie, mit entsprechend der richtigen Reihenfolge der Maschinen, und haben uns so das Werk digital in der Weinig App Suite nachgebaut. Zu guter Letzt zeige ich auch mal noch, wie man so einen Maschinen-Alias-Namen vorgeben kann oder sich überlegen kann. Das Coole dabei ist, ich drücke hier einfach nur noch auf den Stift. Jetzt nehme ich hier entsprechend Maschine. Das könnte aber auch ein anderes Gerät oder Werkzeug auch sein. Kann dann hier entsprechend den Alias-Namen eintragen, also zum Beispiel hier
Vorhobel. Kann dann auch eine Alias-Seriennummer eintragen, falls ich das möchte. Also falls man mit Inventarnummern arbeitet, die anders sind als unsere Seriennummern, die Originalen, könnte man das hier machen. Ich deute das einfach mal an. Und zu guter Letzt kann ich auch hier noch einen Kommentar hinterlegen, allgemein zur Maschine. Ich schreibe jetzt einfach mal auch beispielsweise einen Kommentar hier rein, drücke dann nun auf Speichern und entsprechend ist dann dieses auch sofort geändert. Also wenn wir hier unten dann schauen, bei Produktname Alias steht nun Vorhobel. Dies ist nun der Aliasname, den ich eingetragen habe, und so wird jetzt die Maschine auch in der Weinig App Suite betitelt, wie man sie normalerweise nur in den Werkhallen betitelt. Das nächste, was man machen kann, ist auch, wir können Fremdmaschinen hinzufügen. Also falls man Fabrikate hat, die nicht von Weinig oder Holz her stammen, kann man hier entsprechend auch Maschinen hinzufügen. Ich würde das auch mal zeigen, einfach auf das Plus. Dann haben wir hier schon alle gängigen Hersteller hinterlegt. Und dann kann man hier entsprechend das Produkt eintragen, also zum Beispiel eine Kehlmaschine. Ich kann dann hier unten die Service-E-Mail-Adressen ändern. Das ist vor allem interessant, wenn ich hier mit dem Fremdfabrikathersteller über die Weinig App Suite Kontakt aufnehmen will. Also ähnlich wie wir es für unsere Maschinen ja auch machen. Im Bereich Support könnte ich die E-Mail anpassen. Ich kann auch hier wieder eine Seriennummer eintragen. Ich deute das einfach mal an. Ich kann den Liefertermin der Maschine eintragen und natürlich auch das Baujahr. Und wenn ich jetzt nun hier auf Speichern drücke, sehen wir entsprechend direkt einen neuen Eintrag, der wäre hier oben. Diesen Eintrag kann ich jetzt natürlich auch wieder verwenden, um ihn an einem Standort zu integrieren oder in einer Fertigungslinie. Das Coole dabei ist aber auch, ich bin sehr flexibel, also falls jetzt die Maschine dann mal irgendwann mein Werk wieder verlassen würde, kann ich diese natürlich auch löschen. Erwähnenswert auch hier an der Stelle ist, die Maschine kann natürlich nicht jetzt für unsere Weinig-Funktion aktuell sofort genutzt werden, wie via Monitor. Ist die Maschine easy-fähig, ist dieses dann möglich. Dazu muss man aber dann in Kontakt treten mit dem entsprechenden Hersteller. Wenn man hier auf den Mülleimer klickt, entsprechend würde sich dann auch die Maschine wieder verabschieden aus der Weinig App Suite und wäre dann direkt wieder entfernt. Ganz am Schluss würde ich noch kurz den Favorit erklären. Der Favorit ist natürlich vorteilhaft, wenn ich so wie hier viele Maschinen habe und ich sage, okay, die Fenstermaschine, das ist für mich eigentlich meine Lieblingsmaschine oder die wichtigste Maschine, die möchte ich immer ganz oben hier haben. Dazu klicke ich ganz einfach auf den Stern hier und nun sieht man hier oben entsprechend einen Favoriten mit dem Eintrag der Fenstermaschine und egal in welche Funktion ich nun klicke, also zum Beispiel in Via Monitor, habe ich hier sofort immer die Fenstermaschine ganz oben im Zugriff. Wenn man den Favorit nicht mehr haben will, kann man das hier auch jederzeit natürlich wieder anpassen. Einfach hier den Stern wieder entfernen und der Favorit wäre wieder weg. Das ist auch sehr individuell natürlich möglich pro Benutzer und ich denke eine Kleinigkeit, die großen Mehrwert stiftet. Vielen Dank.